Stell dir vor, du lebst in einer Welt voller unsichtbarer Feinde. Seit deiner Kindheit wurde dir beigebracht, dass in der Luft, im Wasser und in deinem Essen winzige, gefährliche Mikroorganismen lauern. Sie warten nur darauf, dich anzugreifen, Infektionen auszulösen und Katastrophen in deinem Körper zu sehen. Diese Idee, die sogenannte Keimtheorie, ist seit über 2 Jahrhunderten das Fundament dessen, was wir als medizinische Wahrheit kennen. Wir glauben, dass Bakterien, Viren und Pilze von außen auf uns einbrechen und dass wir sie einfach mit Medikamenten vernichten müssen, um wieder gesund zu werden. Doch was, wenn dieser Krieg gegen die Keime auf einer fundamentalen Lüge basiert? Was, wenn die wahren Eindringlinge gar nicht die Ursache deiner Krankheit sind, sondern lediglich eine Reaktion auf etwas, das viel tiefer in dir liegt? Um die Wahrheit zu finden, müssen wir den Blick von dem Helden abwenden, den die Geschichte feiert, und uns dem Wissenschaftler zuwenden, der fast vergessen wurde. Wir müssen über Louis Pasteur sprechen, den Mann, dessen Name heute für die Pasteurisierung steht, und über seinen weitaus begabteren Rivalen Pierre-Jacques Antoine Béchamp. Während Pasteur ein geschickter Kommunikator war, der seine Theorien perfekt in die mechanische Weltsicht seiner Zeit passte, ein Angreifer von außen, eine Verteidigung von innen, entdeckte Béchamp etwas völlig anderes. Er fand in jedem Lebewesen einen winzigen, autonomen Baustein, die Mikrozymen. Diese Mikrozymen sind keine Feinde. Sie sind die architektonischen Grundbausteine deines Lebens, verantwortlich für die Produktion deiner Zellen und das chemische Gleichgewicht deines Organismus. Aber hier liegt der entscheidende Punkt, den Pasteur so geschickt verdeckt hat. Mikrozymen sind pleomorph. Sie können ihre Form und ihre Funktion verändern. Stell dir dein Körperinneres wie ein Ökosystem vor. Solange dein Milieu im Gleichgewicht ist, sind diese Mikrozymen harmlos und nützlich. Doch wenn sich deine innere Umgebung verändert, wenn dein pH-Wert sinkt und dein Körper übersäuert, dann geschieht etwas Erstaunliches und zugleich Beunruhigendes. Die Mikrozymen passen sich an. Sie verändern ihre Gestalt und werden zu dem, was wir heute als Bakterien, Viren oder Pilze kennen. Krankheit ist also kein Angriff von außen, sondern eine Transformation von innen. Wenn deine Zellen aufgrund von Nährstoffmangel, Umweltgiften, zu wenig Sauerstoff oder chronischem Stress degenerieren, verwandeln sich die Mikrozymen in pathogene Formen, um dieses kranke Gewebe zu verarbeiten. Sie sind wie die Geier der Natur. Sie kommen nicht, um den Tod zu bringen, sondern um den Abfall zu beseitigen. Das Problem ist nur, dass diese mutierten Mikrozymen bei ihrer Arbeit giftige Mykotoxine ausscheiden, die den Teufelskreis der Krankheit immer weiter antreiben. Doch hier liegt das vielleicht mächtigste Geheimnis, das die moderne Medizin niemals zulassen darf. Die biologische Transformation dieser Mikrozymen ist nicht allein ein chemischer Prozess, sie ist ein psychologischer. Betrachte einen Virus oder ein Bakterium wie einen Samen. Ein Samen kann überall in der Luft schweben, er kann auf dich treffen, er kann Teil deiner Umgebung sein. Doch ein Samen kann niemals keimen, wenn der Boden, auf dem er landet, ungeeignet ist. Ein Virus, egal wie aggressiv er erscheint, besitzt keinen krankheitsauslösenden Einfluss auf dich, solange dein inneres Milieu stabil, basisch und vital ist. Er bleibt eine bloße Information, ein passiver Gast, der ohne Wirkung bleibt. Die einzige Kraft, die diesen Samen zum Keimen bringen kann, ist die psychische Reaktion deines eigenen Systems, die Angst. Sobald du vor dem Eindringling erschrickst, sobald du Panik empfindest oder die Bedrohung in dir als existenziellen Krieg wahrnimmst, löst du eine biochemische Kettenreaktion aus. Angst ist ein Befehl an dein System, Adrenalin und Cortisol auszuschütten. Diese Hormone sind die mächtigsten Säuretreiber deines Körpers. Sie verändern augenblicklich deine elektrische Ladung, sie senken den pH-Wert, sie erzeugen oxidativen Stress und entziehen deinen Zellen die Energie. In diesem Moment der Angst erschaffst du genau den morbiden Boden, den die Mikrozymen brauchen, um zu mutieren. Die Angst vor dem Virus ist der eigentliche Mechanismus, der den Virus erst zur Gefahr macht. Der psychische Stress und der massive Energieverlust deines Immunsystems sind die eigentlichen Architekten der Krankheit. Der Virus ist nur der Zeuge einer bereits stattgefundenen inneren Veränderung. Sei dir dessen stets bewusst. Egal, ob es sich um den Plandemie-Gast in 2020 handelte oder jetzt wieder aktuell der sogenannte Hunter-Virus. Du kannst den Löffel nur verbiegen, weil er in der Realität nicht existiert.
Und genau das haben der Löffel und das Virus gemeinsam. Und hier schließt sich der Kreis zu den verborgenen Gesetzen der Realität. Alles ist Energie, alles ist Schwingung. Deine Emotionen und dein Glaubenssystem sind keine bloßen Gedanken, sie sind biochemische Befehle. Wenn du Angst, Wut oder tiefe Trauer unterdrückst, veränderst du die Frequenz deines inneren Milieus. Du erschaffst buchstäblich die Umgebung, in der sich die pathogene Form der Mikrozymen am wohlsten fühlt. Die moderne Wissenschaft hat den Blick für diese Verbindung verloren. Doch es gab Menschen, die diese unsichtbaren Kräfte sehen konnten. Ein Name, der in diesem Zusammenhang wie ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit steht, ist Royal Raymond Rife. Rife war kein gewöhnlicher Forscher. Er entwickelte Mikroskope, die weit über die Leistungsfähigkeit der konventionellen Technik hinausgingen. Während andere mit Licht arbeiteten, nutzte Rife die Gesetze der Harmonie und der Resonanz. Er verstand, dass jeder Organismus, jeder kleinste Erreger eine ganz eigene, individuelle Frequenz besitzt, eine spezifische Lichtwellenlänge. Durch seine revolutionäre Technologie konnte er das Unsichtbare sichtbar machen. Er konnte sich auf die exakten Frequenzen der Mikroorganismen einstellen, genau wie man ein Radio auf einen bestimmten Sender abstimmt. Er fand heraus, dass man diese pathogenen Formen durch gezieltes Licht wieder in ihren ursprünglichen, gesunden Zustand zurückführen kann. Er machte die Farbe der Krankheit sichtbar, indem er die Resonanz zwischen Licht und Materie nutzte. Doch wer besitzt die Macht, die Welt zu verändern? Wer besitzt die Macht, die Definition von Heilung neu zu schreiben? Die Antwort ist, diejenigen, die von der aktuellen Ordnung profitieren. Die Geschichte von Rife ist eine Geschichte der Unterdrückung. Es war ein Kampf gegen die etablierte medizinische Macht, gegen die AMA, gegen die Institutionen, die den Status quo schützen. Man konnte eine Technologie, die auf Frequenzen und Heilung basiert, nicht kontrollieren. Maschinen wurden zerstört, Patente wurden wertlos gemacht, Wissen wurde als unwissenschaftlich diskreditiert. Man verbot die Technologie, weil eine Welt, in der Heilung durch einfache Frequenzen und die Rückkehr zur inneren Balance möglich ist, eine Welt ist, in der die Kontrolle über das Leid verloren geht. Man muss die Menschen in der Angst halten, denn nur in der Angst ist der Boden für die Krankheit und für die Industrie bereit. Neben Royal Raymond Rife gibt es leider eine lange Liste von Visionären, deren Arbeit unterdrückt, gestohlen oder deren Leben systematisch zerstört wurde, weil ihre Entdeckungen bestehende Machtstrukturen, Monopole oder das Ego der damaligen Elite bedroht hätten. Hier sind nur einige der prominentesten Beispiele. Nikola Tesla, seine Entdeckung, kabellose Energieübertragung, der Wardenclyffe Tower. Was geschah? Tesla wollte die gesamte Welt mit kostenloser, drahtloser elektrischer Energie versorgen, die direkt aus der Atmosphäre gewonnen wird. Sein Geldgeber, JP Morgan, zog die Finanzierung abrupt zurück, als er erkannte, dass man an kostenloser Energie für alle keine Zähler installieren und somit kein Geld verdienen konnte. Tesla starb verarmt und einsam in einem Hotelzimmer, während viele seiner Patente unter Verschluss gehalten wurden. Ignaz Semmelweis, seine Entdeckung. Antisepsis, also das Händewaschen zur Vermeidung von Infektionen. Was geschah? Semmelweis entdeckte, dass die Sterblichkeitsrate von Frauen nach der Geburt massiv sank, wenn Ärzte sich vor der Untersuchung die Hände mit einer Chlorkalklösung desinfizierten. Anstatt ihn zu feiern, wurde er von der medizinischen Elite verspottet und gehasst, da er indirekt zugab, dass die Ärzte selbst die Überträger des Todes waren. Er wurde in eine psychiatrische Anstalt eingesperrt und starb dort an einer Infektion, ironischerweise genau an dem, was er zu verhindern versuchte. Stanley Meyer, seine Entdeckung. Die Wasserbrennstoffzelle, um Autos mit Wasser fahren lassen zu können. Was geschah? Meyer behauptete, eine Methode gefunden zu haben, Wasser durch Elektrolyse so effizient zu spalten, dass ein Auto mit extrem wenig Energie nur mit Wasser betrieben werden könnte. Er wurde vor Gericht wegen Betrugs verurteilt, nachdem Experten, die oft mit der Industrie verbunden waren, seine Arbeit kritisierten. 1998 starb er unter mysteriösen Umständen in einem Restaurant. Seine letzten Worte sollen gewesen sein: "They poisoned me." Sie haben mich vergiftet. Victor Schauberger, seine Entdeckung. Die Implosionstechnologie und die heilende Kraft des Wassers. Was geschah? Schauberger beobachtete die Natur, Wasserwirbel, und entwickelte eine Technologie, die Energie durch Implosion statt Explosion erzeugte. Er verstand, dass die moderne Industrie die Natur zerstört,
indem sie erhitzt und unter Druck setzt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er von den Nazis gezwungen, an Waffen wie dem fliegenden Teller zu arbeiten. Nach dem Krieg wurde seine Arbeit weitgehend ignoriert oder als pseudowissenschaftlich abgetan, da sie die Grundlagen der industriellen Energiegewinnung in Frage stellte. Antonio Meucci, seine Entdeckung: das Telefon. Was geschah? Meucci erfand das Telefon lange vor Alexander Graham Bell. Da er jedoch arm war und die Gebühren für das Patent nicht dauerhaft bezahlen konnte, wurde die Erfindung von Bell patentiert und kommerzialisiert. Meucci verbrachte den Rest seines Lebens in einem bitteren Rechtsstreit gegen Bell und starb in Armut, kurz bevor die Wahrheit über seine Priorität ans Licht kam. Offiziell erkannte das US-Repräsentantenhaus erst 2002 an, dass Meucci der eigentliche Erfinder war. Wenn du dir diese Beispiele ansiehst, merkst du, dass es fast immer 3 Gründe für die Zerstörung gibt. Da ist der finanzielle Verlust. Die Entdeckung macht ein profitables Produkt, Öl, Stromrechnungen, Medikamente überflüssig. Zum anderen das Ego der Elite. Die Entdeckung beweist, dass die Experten falsch lagen, wie bei Semmelweis. Und letztendlich die Machtkontrolle. Wissen, das die Menschen unabhängig macht, ist oft unerwünscht. Heute, Jahrzehnte später, suchen wir wieder. Wir suchen in der Quantenphysik, in der Biologie, in der Frequenztherapie. Wir merken, dass die Wahrheit nicht im Verborgenen bleiben kann. Denn egal wie tief man sie vergräbt, die Schwingung bleibt. Die Resonanz lässt sich nicht aufhalten. Wenn wir verstehen, dass Krankheit kein Angriff, sondern ein Zustand der energetischen und chemischen Disharmonie ist, verändert das alles. Wir müssen nicht mehr nur gegen Feinde kämpfen, sondern wir müssen lernen, unser inneres Milieu wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wir müssen lernen, die Frequenzen unseres Lebens zu korrigieren. Die Wahrheit liegt nicht in der Zerstörung des Eindringlings, sondern in der Heilung des Fundaments. Denn wenn dein inneres Milieu wieder rein, basisch und voller Vitalität ist, wenn die Angst der Resonanz der Harmonie weicht, dann gibt es keinen Platz mehr für den Zerfall. Alles kehrt zurück zu seiner ursprünglichen heilenden Schwingung.